Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz in Gratenbach. Das ist ein kleiner Parkplatz hinter mir. Der ist als Parkplatz eingetragen und direkt vor mir ist die Bushaltestelle. Bietet sich natürlich auch mal an, wenn man da herfährt. Ich bin wieder auf Zweiradl da und da brauche ich sowieso nicht einmal einen halben Parkplatz. Und jetzt geht es da gleich einmal durch den Ort auf. Und wir gehen heute zur Rossalm rauf und dann eventuell führe zum Geigelstall. Einmal aus der anderen Richtung. Auf geht's! Die Tour habe ich mir eigentlich letztes Jahr schon ausgearbeitet. Da gibt es aber ein Wild- und Waldschongebiet, wo der untere Teil zwar auf freiwilliger Basis gesperrt ist, soweit ich das auswendig weiß. Und jetzt ist er halt wieder offen. Komischerweise bin ich von der Seite noch nie aufgegangen. Heute mal schauen. In erster Linie geht es auf die Rossalm. Ist also eine Hüttenwanderung und dann hat man halt die Option auf einen von den zwei Gipfeln. Werden wir noch überlegen, heute ist der 1. Mai. Meine Schwester hat heute eingeladen. Da werde ich mich Nachmittag auch noch auf einen Kaffee sehen lassen. Jetzt schauen wir mal, wie weit es heute geht. Da haben wir ganz ein kurzes Stück als Straße herunten und da geht es schon im Steig weiter. Das ist der Steig Schachenhurm Nummer 13. Und da schlängelt sich der Steig eben auf. Das ist doch eine Tour, die ein bisschen steiler ist insgesamt. Wir haben 1000 Höhenmeter gut und aber nur eine Streckenlänge von um die 10 Kilometer. Ihr könnt es ja wieder genau nachschauen. In Touren von Rucksacktaxi sind wieder alle Daten verfügbar und Infos außenrum dazu. Wir sind natürlich komplett im Naturschutzgebiet Geigelstall unterwegs. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich habe nicht aufgepasst beim Einpacken und habe mir tatsächlich zwei rechte Schuhe eingeladen. Das hat man davon, wenn man zwei Paare in der gleichen Farbe kauft. Heute sind sie wieder dabei, meine Physiotherapeuten. Ihr seht es aus eurer Sicht verkehrt rum. Der rechte und der linke heißen die zwei und sie werden gerade wieder einer Arbeit. Vor lauter Erklären mit meinen Schuhen bin ich jetzt vorbeigegangen. Da geht der Steig gerade auf, aber der führt uns ganz woanders hin. Wir müssen jetzt zwischendurch uns links halten und gehen dann ein Stückchen bergab. Ich muss jetzt da mal schauen, weil einen Steig sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Ich muss mich jetzt ein bisschen auf das verlassen, was ich in der Karte sehe. Und ich werde mal suchen, wo der Steig dann runtergeht. Na, jetzt habe ich mich gerade anders entschieden. Ich bin ja da noch nie raufgegangen und da links von uns, wo mir die Karten hinführt, da ist absolut nichts von wegen Weg oder Steig. Ich mache es jetzt anders. Ich gehe jetzt dem Steig nach, der eindeutig erkennbar ist und schaue halt, wo ich rauskomme. Eventuell komme ich doch nicht zur Rossalm. Dann ist es halt heute mal ganz anders gelaufen, wie ich gemeint habe. Aber ich würde sagen, das finden wir jetzt einfach mal miteinander raus und bleiben auf der Spur. Eventuell ist das mal anders angelegt worden und dass in den Karten schon auch Fehler enthalten sind. Das habe ich ja schon öfter mal darauf hingewiesen. Ist teilweise so, dass Beschilderungen da sind und dann fällt der Weg in der Karte. Das finde ich einen ganz schlechten Trend. Da haben wir es jetzt wieder mal so. Da ist in der Karte ein Weg eingezeichnet. Ist aber absolut nichts davon zu finden.
Wir sind jetzt schon deutlich von meiner Route weg. Die darf viel weiter in der anderen Richtung verlaufen. Und ich muss sagen, umso weiter ich raufkomme, umso mehr ist mir das eigentlich schon wieder wurscht. Machen wir heute einmal eine Zufallstour. Ist ja auch nicht verkehrt. Einfach einmal losmarschieren und solange ich weiß, dass ich da wieder runtergehen kann ich auch weiter raufgehen. Und da haben wir gerade einen bärigen Blick auf die Tristmannscheid und auf den Spitzstor, direkt vor uns. Ist auch noch nicht lang her, wie wir in die Richtung drüben, da sehen wir sogar durch, auf die Blankener Wind und letztendlich am Zinnenberg umwandern. Na, die Tour verläuft heute schon ganz anders wie geplant, weil ja, ein Stück Weg einfach fehlt. Und jetzt habe ich gerade was entdeckt hinter mir. Da schwenkt man mal auf. Das ist der Schachenberg. Und das Gipfelkreuz da oben, das schaut so schön runter. Da gehe ich jetzt einmal auf. Und dann überlege ich mir, was ich weitermache. Ob ich dann an der Schachenalm vorbeigehe, der Straße dahinter folge, da komme ich wieder so in Richtung von dem normalen Steig zum Geigelstau rauf. Da hinten geht es auch irgendwie einen Steig weiter rauf. Da weiß ich nicht, wo der rauskommt, das ist gar nicht eingezeichnet. Jetzt kann es natürlich sein, dass es eigentlich bloß Kurtritt sind, aber für das ist er mir doch ein bisschen zu deutlich erkennbar. Und ich schaue aber jetzt das erste Mal zum Schachenberg rauf und ich bin mir sicher, dass das ein ganz bäriger Aussichtspunkt ist. Dann schauen wir jetzt einfach kurz um. Wenn es schon anders läuft, dann machen wir das Beste draus. Der Blick auf Sacherang runter, im Hintergrund der Pendling, dann sehen wir rüber Richtung Wendelstein und da eben wieder der Spitzstor. Die Nordwand lacht schon so schön runter. Schnee ist gar keiner mehr drin. Dann haben wir da einen Brandlberg und, wo wir vorher schon rüber gesehen haben, einen Zinnenberg. Da waren wir ja vor kurzem erst um. Und auf der anderen Seite vom Kreuz aus sehen wir rüber Hammerstor und dann die ganzen Zellerwand, Zellerhorn, die Runden um. Und im Hintergrund sehen wir aus auf dem Ausläufer vom Chiemsee.
Da geht es jetzt eine Zeit lang auf der Straße leicht bergab, bevor wir links hinaufgingen. Es ist heute wirklich ein idealer Wandertag. Temperatur, alles passt. Gut, wo es frei ist, da ist es ein bisschen windig, aber da muss man sich ja nicht zu lange hinstellen. So, jetzt haben wir ganz normal da, wo wir schon öfter aufgegangen sind, also auch wenn man von Sachrang herkommt, kommt man eben die Straße darauf und da geht es jetzt in den Jagersteig zum Geigelstaufe. Den nehmen wir jetzt, da gehe ich weiter. Ich muss mir dann noch überlegen, ob ich dieselbe Strecke zurückgehe, praktisch über die Schachenalm wieder zurück nach Gratenbach, oder ob es sich eventuell sogar rentiert, dass ich sage, nein, ich ziehe durch über die Rossalm, aber so weit wollte ich heute eigentlich gar nicht gehen. Mal schauen. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal ein Stück laufen Richtung Mulchandl. Das war nämlich auch noch eine gute Option, dass ich heute einfach einmal nur aus Mulchandl laufen gehe. Und dann halt wieder den Weg zurück. Den Jagersteig zum Geigelstaufen werden die meisten von euch schon kennen. Er ist über Stock und Stein, kann man sagen. Manchmal steil, manchmal ein bisschen flach zwischendrin. Ist immer wieder schön zum Aufgehen. Auch wenn heute alles seltsam ist und anders, fühlt es sich doch irgendwie richtig an. Ihr habt das gesehen, ich bin gerade da so links abgebogen, vom normalen Jagersteig weg. Und da beginnt praktisch der Steig Richtung Mulchandl. Wir gehen jetzt da ein kleines bisschen links und dann muss man wieder aufpassen, da geht es nach rechts auf. Der ist in der Outdoor-Aktivkarten wieder gar nicht mehr drin. Ja, ist vielleicht von der Schwierigkeit her, da die sagen so vielleicht bei T2, aber auch bloß zum Einordnen. Vielleicht hat er ein paar Stellen mit T3 drin und naja, eigentlich ganz normal. Warum der nur noch in der OpenStreetMap drin ist, weiß ich nicht.
Wir kommen zu unserem nächsten Abbiegepunkt. Unscheinbar, und das ist das, was eben so eine Steige dann doch einen Schwierigkeitsgrad gibt. Da geht es auch gerade weiter. Und wenn man da weitergeht, hat man auf der rechten Seite gleich einmal eine hohe Felswand. Dann weiß man, man ist weggegangen. Wir gingen da rechts rauf. Das hat man tatsächlich auch schon mal schlechter erkannt da rauf. Und jetzt sieht man es doch wieder als Steig. Ist ganz gut erkennbar. Und wie immer, wenn man aufsteigt, das Umdrehen nicht vergessen. Wir sehen aus auf dem Korser, also Zammerkorser. Ganz rechts der Spitz, das ist die Naunspitz. Und wenn man so hinter dem dürren Baum vorbeischaut, ganz knapp, dann sehen wir einen Pendling. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Ich bin jetzt gerade wieder ein Stück herunten vom Mühlhandel. Da waren jetzt doch ein paar Leute und da will ich dann nicht so mit meinem Kanal herumquatschen und denen in die Ruhe stehen. Ich bin jetzt da wieder ein Stück runtergegangen und habe eben nur mehr diese Wahnsinnsaussicht ins Inntal rein. Ich gehe jetzt denselben Weg wieder zurück, tatsächlich, weil jetzt hinter bis zur Rossalm, das ist mir heute tatsächlich zu viel. Es ist auch ganz schön warm gewesen jetzt darauf, also ich habe richtig dampft. Und ich denke, der Abstieg da runter ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Also speziell dann wieder da hinten zu der Schachenalm und das Stückerl nach Rattenbach habe ich.
Es ist auf jeden Fall wert, dass man mal von der Seite geht. Ich werde aber trotzdem natürlich daheim noch mal ganz genau in die Karten reinschauen und eventuell frei planen und mich nicht auf das verlassen, was auch heute wieder ganz klar geworden ist. Verlasst euch bitte nicht auf das, was ein Navi plant. Wenn ich das so mache, dann hat das auch den Hintergrund, dass ich es drauf ankommen lasse. Ich möchte das ja einmal ausprobieren, ich möchte solche Fehler finden und einige habe ich doch schon entdeckt. Und so entsteht es, dass man mal einen ganz anderen Berg geht. Das war wieder ein super schöner Tag jetzt. Und ich kann mich dann Nachmittag eben auch noch ein bisschen bei meiner Schwester sehen lassen. Verwandtschaft, meine Nichte ist mit ihren 2 Kleinen da. Und dann ist so ein Tag auch mal schön, wenn er nicht einen ganzen Tag am Berg dauert. Ich hoffe, euch hat es auch wieder ein bisschen gefallen. Der Aufstieg darauf ist wirklich gigantisch schön. Das letzte Stück zum Mühlhandel hat es in sich, aber wer das nicht mag, geht einfach ein Stück weiter Richtung Brünner Hütten. Und selbst wenn man sich nur auf halbem Weg dahin setzt, ist einfach ein Schau da herum. Es ist wirklich schön. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.